Wo ist denn dieser Scheiß? Mann. Nimm doch den hier. Ach, ich weiß, ohne dich wäre ich einfach aufgeschmissen. Bis heute Abend. Stopp. Auch wenn du es eilig hast. So viel Zeit muss sein. Mindestens. So, und jetzt los, mein Kreativgenie. Hey! Zeig's ihnen. Tanja, was ist los mit dir? Du siehst furchtbar aus. Hey, Tanja, was ist los? Hier, der wird dir gut tun. Du machst mir Tee. Wieso sagst du mir nicht, dass du mich immer gewarnt hast? Vielleicht mache ich das ja, wenn du mir sagst, was passiert ist. Ansgar und ich. Doch. Jetzt bist du an der Reihe. Jetzt kannst du mir sagen, wie bescheuert ich war, dass ich wieder mit ihm geschlafen habe. Ach komm schon, Marlene, du bist doch sonst auch nicht auf den Mund gefallen. Sag mir einfach, dass ich meiner Ehe den letzten Tritt gegeben habe und dass es verrückt war, dass ich nicht meinem Mann, sondern einem egomanen Arschloch vertraut habe. Sag einfach irgendwas. Komm her. Nein, oh, Marlene. Ich will Sebastian nicht verlieren. Ich weiß nicht, wer ich ohne ihn bin. Anständige von der Agentur haben bereits 2-mal angerufen wegen des Fotografen für die Show. Die wollen wissen, ob... Tanja. Ansgar, nicht jetzt. Lauter langweiliger Juristenkram, aber was dich interessieren dürfte, mit dem Vertrag beschreibst du mir deine Anteile an LCL. Alle. Ja, dein Mann hat dich verkauft. Das kann er nicht machen. Ja, ich war selbst überrascht. LCL bin ich. Oh, habe ich
diese Leier nicht schon mal irgendwo gehört? Wie hieß sie noch gleich? Clarissa, genau. Ja, wir wissen ja, wohin sie das Gejammer gebracht hat. Oh, Tanja, jetzt komm schon. Sie ist einfach wie ein Spiel, bei dem in der Regel ich gewinne. Was ist, wenn ich den Wisch nicht unterschreibe? Dann gehst du in den Knast. Wegen Steuerhinterziehung. Tanja, hast du einen Moment? Ich bin jetzt mit der Ausarbeitung der Entwürfe fertig. Das interessiert mich nicht mehr. Meine Kleine. Ich hab dich lieb. Vergiss das nicht, ja? Es tut mir leid. Das muss heute noch alles aufgebügelt werden, ja? Da brauche ich einen ganzen Tag für. Und wenn ich dann auch noch was für Juri aufbügeln soll? Dann machst du das morgen. Juri kümmert sich nicht, dann muss er warten. Aber Juri kommt immer ganz kurzfristig. Dann muss er lernen, dass das hier nicht funktioniert. Ich meine, Juri kann doch nicht erwarten, dass alle gleich springen, nur wenn er mal kurz einen kreativen Anfall kriegt, ja? Der Typ, der marschiert hier rein und raus. Weißt du, lässt sich noch als großes Genie feiern, ja? Als ob das ein besonderes Zeichen von Kreativität wäre, wenn man ein bisschen Chaos anrichtet und sich nicht an Abmachungen hält. Weißt du, es kann ja sein, dass er bisher Dinge wie Disziplin und Teamgeist nicht gebraucht hat. Aber in einer Firma wie LCL kann man doch ein bisschen Professionalität erwarten, oder? Dir lerne ich gerne Disziplin, Baby. Oh. Alles gut? Bist du im Stress? Alles bestens. Gut. Wir wollen ja nicht, dass du plötzlich einen kreativen Anfall hast. Warum hast du denn nichts gesagt, Mann? Hab ich doch. Watch. Überarbeitet? Ich bin noch nicht dazu gekommen. Kim, mach mal hin. Wenn Tanja zurückkommt, dann muss unser neuer Weg erkennbar sein. Sie will dann immer einen Haufen neuer Entwürfe von mir sehen. Wo ist Tanja eigentlich? Ja, wo ist sie eigentlich? Erst verschwindet Frau von Anstetten von heute auf morgen, jetzt Frau von Lahnstein. Haben wir irgendwo ein schwarzes Loch? Also, ich gehe davon aus, dass Tanja von Lahnstein beruflich unterwegs ist. In ihrer Abwesenheit bleibt alles wie gehabt. Jeder macht seinen Job. Und zwar nicht irgendwann, sondern genau jetzt. Dann weiß ich auch nicht,
wann sie wiederkommt oder wo sie ist. Nein, aber ich hoffe bald. Ich habe in einem Job schon genug zu tun. Da kann ich nicht noch ihr machen. Frau Rothfeld, was verschafft uns die Ehre? Eigentlich wollte ich Tanja von Lahnstein sprechen, aber die ist wohl nicht da. Ja, dann müssen Sie das wohl entscheiden. Also ich weiß jetzt nicht, kann die Angelegenheit nicht warten. Nein, kann sie nicht. Ich habe LCL ein sehr lukratives Angebot zu machen. Also? Also ich hatte... Wie könnte ein Shooting aussehen? Ja, das ist momentan etwas kompliziert. Vielleicht sollten wir doch auf Tanjas Ich Rückkehr brauche dann- bis heute Abend eine Vision von ihm. Heute Abend. Man merkt, dass Tanja nicht da ist. Wenn Sie ein Problem damit haben, sagen Sie es mir bitte gleich, dann rufe ich noch mal bei Naoki an. Überhaupt kein Problem. Und wenn es eins ist, ist es nicht meins. Hätte, Herrentoilette. Rebecca, was willst du von mir? Ich schaffe das unmöglich alles alleine. Tanja hätte das mit Lotti Rothfeld gemanagt. Ich denke, wir sollten eine externe Marketingagentur beauftragen. Was, bis heute Abend? Hör mal, es ist Weihnachten, bis die sich ein Bild gemacht haben. Ja gut, dann sage ich Lotti eben ab. Nein, das wirst du garantiert nicht tun, es sei denn, du willst dir hinterher einen neuen Job suchen. Hör zu, ich kenne mich mit diesen ganzen Modeblättchen nicht so aus, aber eins ist doch wohl völlig klar. Lotti Rothfelds Blatt ist sowas wie eine Bibel. Eine Fotostrecke darin ist als Werbung unbezahlbar. Ja, und genau deshalb sollten wir ihr eine überzeugende Vision liefern. Jan, ich bin doch kein PR-Profi. Ich habe genug mit meinen eigenen Entwürfen zu tun. Ich schaffe das einfach nicht zusammen. Okay, was sagt denn Juri dazu? Woher soll ich das wissen? Moment mal, sagst du mir gerade, du hast noch nicht mal mit Juri geredet? Nein. Dann tut das bitte. Ihr beide zusammen werdet das ja wohl hinkriegen, oder? Das ist nicht so einfach, Ansgar. Hier geht's doch nicht nur um ein paar Fotos. Hier geht's um eine Geschichte, weißt du, um ein Gefühl. Das muss neu und aufregend und anders sein. Und vor allem muss es den neuen Geist von LCL zum Ausdruck bringen. Soll ich Juri fragen? Hör zu, Rebecca, du kannst es dir jetzt gerade raussuchen. Entweder ihr beide kriegt das zusammen hin oder ich beauftrage Juri ganz allein damit. Der macht jedenfalls nicht so ein Theater. Also, was ist dir lieber? Gut, ich frage ihn. Schön. Ist mir auch lieber. Ich habe nämlich jetzt einen anderen Termin außerhalb dieses Kindergartens. Was ist denn das Problem? Naja, Tanja ist nicht da und LCL hat sich gerade neu erfunden, ohne dass jemand weiß, was das überhaupt bedeutet. Muss das was bedeuten? Lotti Rothfeld möchte das neue LCL. Und das sind ja wohl wir. Wo ist denn hier der Kühlschrank? Das heißt, du bist der Meinung, wir beiden Hübschen sollten uns eine gemeinsame Strategie überlegen. Genau das meine ich. Okay. Bin mir sicher, in deinem schönen Köpfchen gibt es schon ganz viele Ideen. Nein, weil es seit Neuestem hier nicht um meine Ideen geht, sondern um unsere. Wie? Ist das alles? Was sagt denn die PR-Abteilung? Ja, das ist ein Problem. Irgendwie war Tanja unsere PR-Abteilung. Also jedenfalls hat sie die Richtung vorgegeben, wohin alle marschieren. Das heißt, du willst jetzt eine Idee entwickeln, die eigentlich Tanjas Idee wäre, wenn Tanja hier wäre und eine Idee hätte. Ja, so ungefähr. Nur, dass Ansgar meint, dass du auch noch deinen Input dazu geben sollst, damit das neue LCL nicht genauso rüberkommt wie das alte LCL. Sag mal, spreche ich eigentlich Chinesisch? Wozu soll das führen? Also die Frage ist doch, was verbindet diese beiden Modelle? Wenn wir diese Antwort haben, dann wissen wir vielleicht auch, in welchem Rahmen das Shooting stattfinden soll. Nein, Wie nein? nicht was sie verbindet. Die Frage ist, was unterscheidet sie? Das sollten wir entwickeln. Aha. Und wo soll das hinführen? Zu der Lösung. Entschuldigung, aber ich sag's dir nochmal. Auch wenn wir und unsere Kleider nicht zusammenpassen, beides ist LCL. Und Frau Rothfeld erwartet von uns, dass wir ihr was präsentieren, was aus einem Guss ist. Warum? Wie? Hat sie das gesagt? Nein, aber das liegt doch total auf der Hand. Und außerdem habe ich überhaupt keine Zeit und keine Lust, mir deine destruktive Philosophie da reinzuziehen. Okay. Das heißt, du brauchst mich gar nicht. Wo willst du hin? Ich gehe mich jetzt besaufen.
Und das Shooting? Bin mir sicher, mit deinem Harmonieverständnis wirst du das hier hinkriegen. Du kannst doch jetzt nicht einfach... Da kann ich das. Ich bin der destruktive Typ. Dana? Dana? Hallo. Dana? Hätte ich wohl doch mal versuchen, sie übers Handy zu erreichen. Obwohl ich ihr das eigentlich ungern am Telefon sagen würde. Wenn du möchtest, dann kann auch ich sie anrufen. Das ist vielleicht das Beste. Es ist bestimmt leichter für sie, wenn sie es von ihrer Schwester erfährt, als von mir. Ja, wobei ich ehrlich gesagt selber keine Ahnung habe, wie. Ja. Wenn es ums Gestüt geht, ich weiß schon Bescheid. Wieso? Was ist? Es geht gar nicht ums Gestüt. Was ist es dann? Was denn noch? Hast du die Liste mit den Änderungswünschen an die Schneiderin weitergegeben? Habe ich. Und was ist mit dem Angebot für den Kunstpelz? Kümmere ich mich gleich drum. Gut. Ja, das sieht schon sehr schön aus. Das Ganze bitte noch eintun, Hella. Was ist mit dem Termin mit dem Stofflieferanten? Konntest du den verschieben? Ja, auf nächste Woche. Sehr gut. Das mit der Fotostrecke ist der Oberhammer. Ja, jetzt fehlt mir nur noch die passende Idee, wie und wo wir das präsentieren können. Wie wär's mit einer Fabrikhalle? Ja, ganz was Neues. Wenn wenigstens Juri irgendwas Sinnvolles dazu beitragen würde. Es geht hier schließlich nicht nur um meine Entwürfe. Wo ist der eigentlich? In der nächsten Kneipe. Tanja hätte sich wirklich keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, um mir einfach abzuhauen und ja, mit dem ganzen Chaos allein zu lassen. Rebecca von Lahnstein. Und vorhin haben Sie aus Nassau angerufen. Sie haben den Katastrophenalarm für das betroffene Gebiet offiziell aufgehoben. Und was genau heißt das? Das heißt, dass Sie die Suche offiziell eingestellt haben. Außerdem hat man eine Liste der Opfer veröffentlicht. Aber Ludwig und Hagen sind weiterhin vermisst. Ja. Aber die Behörden haben keinerlei Hoffnung, dass die beiden noch lebend gefunden werden. Aber die können doch die Suche nicht einfach so einstellen. Was ist, wenn die haben sich auf irgendeine Insel gerettet. Die brauchen doch Hilfe. Wir können sie doch nicht einfach so aufgeben. Das geht doch nicht. Lass mich. Hast du Tanjas Termine gecheckt? Ja, die meisten konnte ich verschieben, aber diesen hier, den werde ich nicht schlau. Morgen um 12 Message. Lass mal sehen. Ja, das heißt Massage. Kannst du die verschieben? Frau Ruthfeld, Sie wollen bestimmt wissen, wie weit wir mit der Planung für das Fotoshooting sind. Ja, es läuft hervorragend. Sie werden begeistert sein. Die Details, die würde ich Ihnen lieber erst erzählen wollen, wenn wir mit der Ausarbeitung fertig sind. In 2 Stunden. Nein, das passt mir hervorragend. Ja, bis später. Dann hast du eine Idee? Nein. Aber du hast gerade gesagt, dass du... Ja, hör zu, ich sitze einfach in der Falle. Laut Ansgar soll ich Juris und meine Arbeit konzeptionell unter einen Hut bekommen. Aber da das offensichtlich unmöglich ist, werde ich jetzt einfach tun, was ich denke, was Tanja tun würde. Was würde Tanja tun? Sie würde sagen, was sie immer sagt. LCL ist zeitlose Eleganz, Anmut, Upper Class, Luxus. Ganz traditionell, keine Faxen. Und sieht es Juri genauso? Siehst du hier irgendwo einen Juri? Nee? Ja, dann kann ich auch keine Rücksicht auf ihn nehmen. Wir haben uns gedacht, dass wir uns darauf konzentrieren, was LCL ausmacht. Und das ist Eleganz, Luxus, Tradition. Ja, und deshalb haben wir uns für eine Location entschieden, in der diese Eigenschaften perfekt zur Geltung kommen. Wenn ich nicht irre, ist das Schloss Königsbrunn. Ja,
Genau. Sie wollen das Shooting bei sich zu Hause machen? Königsbrunn hätte auch den Vorteil, dass wir keine Schwierigkeiten mit einer Genehmigung bekommen. Ich finde das ziemlich konventionell, um nicht zu sagen schnarchgenöde. Genau. Aber wir brechen das. Und wie? Beim Kampf der Kulturen. Die Frage ist nur, wer kämpft hier gegen wen? Prinzipien. Rebekkas Prinzip der klassischen Schönheit, die Eleganz, das Konservative, gegen meins. Das Gebrochene, das Diffuse, die Anarchie. Klingt das nicht ein bisschen sehr theoretisch? Denken Sie an das Schloss. Das Schloss ist die Festung Europa. Meine Models sind der Menschenmüll, die die Festung stürmen wollen, die sie plündern wollen. Ja, aber Sie werden mit großem Widerstand meiner Models rechnen müssen. Natürlich. Und es ist noch nicht ausgemacht, wer gewinnen wird. Nein. Es wird ein brutaler und langer Kampf. Haute Couture war schon immer die Idee der Abgrenzung von oben gegen unten. Ja, aber die Aristokratie ist schon lange tot. Das wissen die nur nicht, die in ihrem Schloss da rumhocken. Die Grenzen sind weg. Mauern zerbröckeln, auch bei RTL. Meinen Sie, Tanja von Landstein sieht das genauso? Das ist, Tanja von Lahnstein war sich klar darüber, als sie mich geholt hat, dass ein riesiger Bruch entstehen würde. aber sie wäre nicht Tanja von Lahnstein, wenn sie diesen Bruch kaschieren wollen würde. Also im Gegenteil. Sie nimmt diesen Bruch und macht den zu einem Thema einer neuen Ästhetik bei RTL. Ja, es geht ja nicht um falsche Harmonie. Juris Idee Unsere Idee? besteht darin, dass die Traditionen unter permanenten Angriff stehen. Die Tradition der Schönheit. Ja, die wir bei LCL immer hochgehalten haben. Immer noch hochhalten. Und das Schloss ist das Bild dafür. Und das Allertraditionellste, was in diesem alten deutschen rostigen Schloss zu finden sein könnte. Ist die Rüstung. Die Rüstung ist der heilige Gral. Diese Rüstung verteidigen deine Models mit dem Blut gegen meine Eindringlinge, gegen meine Vandalen. Im Prinzip gegen die Neuzeit. Ja, und das fotografieren wir. Das ist eine Provokation. Ihre Leser müssen sich entscheiden, auf welcher Seite sie sind. Und? Was sagen Sie dazu? Ich denke drüber nach. Jetzt, wo wir unseren Traum verwirklichen könnten, da geben alle auf. Willst du das Gestüt jetzt trotzdem renovieren? Das Gestüt gehört uns nicht mehr. Aber vielleicht ist der Kredit ja doch noch zu etwas nütze. Kredit? Was denn für ein Kredit? Nein, hören Sie, natürlich erwartet niemand von Ihnen, dass Sie eine Belastung von mehreren 100.000 Euro übernehmen. Der vereinbarte Kaufpreis ist für den Rennstall ohne jede weitere Verpflichtung. Nein, das kann sich nur um Irrtum handeln, aber ich werde mich drum kümmern. Hören Sie, ich habe selbst Interesse daran, dass dieses Geschäft schnell über die Bühne geht. Also machen Sie sich keine Sorgen, ich melde mich bei Ihnen. Alles klar? Danke. Welcher Idiot gibt einem Toten einen Kredit? Dana, das ist nicht dein Geld. Du kannst damit nicht einfach machen, was du willst. Warum nicht? Weil dieser Kredit zweckgebunden ist. Du kannst ihn nicht einfach für etwas anderes ausgeben. Und außerdem, wie würdest du ihn denn zurückzahlen wollen? Darüber mache ich mir dann Gedanken, wenn es soweit ist. Du würdest dich bis zum Rest deines Lebens verschulden. Ja, und wenn schon. Was ist denn die Alternative? Hagen im Stich lassen? Ich kann Hagen retten und genau das werde ich auch tun. Ich werde dieses Geld nehmen und meinen Mann retten.